Was Vögel betrifft, hat mich Anja mit ihrer Artenkenntnis längst überholt. Kein Ausflug, kein Abendspaziergang, kein einziger Schritt ins Grüne, ohne dass Anja ihr Fernglas griffbereit umgehängt hat. Jeder Piepmatz, der ihr auf unserer Walz um die Welt vors Okular flattert, wird identifiziert. Vögel sind Anjas ganz große neue Liebe. Und wo könnten aufstrebende Ornithologinnen mehr über Wildvögel lernen, als in einem abgeschiedenen Inselstaat, dessen Vogelwelt in 80 Millionen Jahren keinem einzigen fressfeindlichen Säugetier ausgesetzt war. Als sich Neuseeland irgendwann vom Urkontinent Gondwana trennte, wagte die Evolution im Schutz der Abgeschiedenheit ein einzigartiges Experiment. Sie erschuf ein Reich der Federn, ein Ökosystem ohne Landsäuger, in der jede Nische durch Vögel besetzt wurde. Auch Prädatoren gab es nur aus der Luft: lachende Eulen, Rohrwein und Adler mit einer Spannweite von 3 Metern. Sie jagten auf Sicht, weshalb sich der Waldboden im Schutz seiner ausladenden Farne und Koniferen als so sicherer Lebensraum erwies, dass viele Vogelarten das Fliegen aufgaben. Das sparte ihnen eine Menge Energie und brachte Laufvogelarten wie den Kiwi hervor, der am Boden die Rolle der Insekten- und Laubfresser übernahm, für die anderswo Ameisenbären oder Igel vorgesehen waren. In der weiten Abgeschiedenheit entwickelte sich Neuseeland zur Kreativschmiede der Evolution, in der sie wahrhaft Ausgefallenes zutage förderte. Pummelige, flugunfähige Papageien, mannshohe Pinguine und gigantische Riesenmoas, deren Weibchen 3,5 Meter groß und 250 Kilogramm schwer wurden. Neuseeland war ein Land wie kein anderes auf der Welt. Doch mit der Ankunft der Menschen starben viele Arten aus. In ihren Booten schleppten sie Frettchen, Hermeline, Ratten und Katzen ein, allesamt Raubtiere, die sich bis heute über die Eier und Küken der Bodenbrüter hermachen. So verlor das einzige Reich der Vögel unwiederbringlich den Großteil seines fantastischen Federvolks. Einige, wie der berühmte Kiwi oder dieser Laufvogel hier, den die Maori als Takahe und wir auf Deutsch als Blauralle bezeichnen, der Waldpapagei Kaka oder auch der knapp doppelt so große Bergpapagei Kea, haben es irgendwie geschafft, bis heute zu überleben. Sie sind vom Aussterben bedroht, aber nicht chancenlos. Die 7. Station unserer Walz ist Aotearoa, wie Neuseelands UreinwohnerInnen, die Maori, ihr Land der langen weißen Wolke nennen.
Ja, stimmt schon. Man hat relativ lange nichts von uns gehört. 2 Monate, um ganz genau zu sein, hat man nichts von uns gehört. Und das liegt daran, dass wir 2 Monate Pause gemacht haben. Zwangspause, wenn man so möchte. Denn wir haben in Australien an der Sunshine Coast bei meinen Cousinen mietfrei gewohnt, um darauf zu warten, bis unser neues Projekt endlich losgeht. Ja, und genau da stehe ich jetzt im Vorgarten unseres neuen Projekts. Im Regen von Auckland. Ja, so sieht Frühling in Neuseeland nun mal aus. Aber erstens steht der Sommer vor der Tür und zweitens haben wir hier die Möglichkeit, uns einen riesengroßen Wunsch zu erfüllen. Seit unserer Ausbildung zu Safari Guides im südlichen Afrika, wo wir Vögel recht intensiv studieren mussten, wollten wir unbedingt mit den Tieren ein bisschen enger zusammenarbeiten in irgendeiner Form. Und in Neuseeland sind wir fündig geworden. Hier im größten Wildtierkrankenhaus für Vögel des Landes haben wir die Möglichkeit, 2 Monate lang mit Tierärztinnen und Tierpflegerinnen zusammenzuarbeiten. Das Wildvogelkrankenhaus Birdcare Aotearoa liegt vor den Toren von Auckland City, das von einem verblüffend kleinen und inspirierenden Team aus Tierärztinnen, Rehabilitationsfachleuten, ForschungskoordinatorInnen und freiwilligen HelferInnen am Leben gehalten wird. Es ist eine gemeinnützige Organisation, die innerhalb der staatlichen Richtlinien der Naturschutzbehörde operiert. Gleich am ersten Tag beginnen die Einweisungen und wir lernen die ersten Handgriffe im Umgang mit wilden Vögeln. Nicht nur wir haben heute unseren ersten Tag im Krankenhaus. In die Aufzuchtstation ist ein verwaistes Gänseküken eingeliefert worden, eine Paradieskasaka. Die kleine, ausschließlich in Neuseeland heimische Halbgans ist unser erster eigener Patient. Im Erwachsenenalter beschert ihr auffälliger Sexualdimorphismus beiden Geschlechtern ein prachtvolles Kleid. Bei den Blue Springs, dieser wunderschöne Fluss, an dem wir zu Beginn des Videos spazieren waren, haben wir es bereits gesehen. Erwachsene Weibchen haben einen schneeweißen Kopf, der von Männchen schimmert hingegen schwarzgrün. Für Küken gilt das allerdings noch nicht. Geschlechtsunabhängig sehen die Gössel alle gleich niedlich aus. Schwarz-weiß marmorierte, tennisballgroße Daunenbällchen, aus denen irgendwo ein schwarzer Minischnabel und 2 Schwimmfüßchen herausgucken. Das aktuell größte Problem unserer kleinen Paradieskasaka, die Anja übrigens auf den Namen Perry getauft hat, ist die Einsamkeit. Ohne Eltern und Geschwister läuft Perry Gefahr, depressiv zu werden. So viel steht fest, unser Küken braucht dringend einen Freund, damit das Leben wieder Spaß macht. Wie gut, dass noch ein anderes Waisenkind den Weg zu uns gefunden hat. Es sieht etwas anders aus, ist aber genauso groß wie Perry und frisst dasselbe Futter. He might be struggling to swallow as well. So then I just put one little one and then not even inside the mouth. You just put it kind of just in the tongue and then warmth again. Main thing with ducklings is that they really, when they come in, when people pick them up, when they're away from mom, they don't get the warmth that they need. It's not that mom's gonna be sitting on top of them, but she kind of, shows them what to eat and keeps them warm in a certain way. What we see these birds getting dropped off is because they are being abandoned or orphaned, but sometimes mama duck, just like what we were saying about the patik for the paradise duck, they leave them on their own when they see that they might be sick. But sometimes as well, they're taking 12 ducklings with them. So on the way, they might lose some and then people find them. And then when people find them as well, what we struggle here with is that sometimes they feed them, they put stuff in their mouth because that's just humans, right? We just want to feed things. And then a lot of that is just care, obviously. You're trying to care for the animal, but then we always tell them as well, don't feed it,
Don't put anything on their mouth. Stockenten kennt nun wirklich jedes Kind. Sie stammen aus Europa, das heißt, die Art ist in Neuseeland nicht endemisch und auch alles andere als gefährdet. Wir sind froh, dass wir sie trotzdem aufnehmen dürfen, zumal sie allen sehr gelegen kommt, denn unsere Paradiesgans Perry braucht wirklich dringend einen Freund. Und Katie, wie wir Perrys künftige Stockentenfreundin genannt haben, ist kerngesund und nach der verabreichten Glucose auch wieder putzmunter. Aufgrund der Sicherheitsvorschriften muss sie trotzdem noch ein paar Tage in Quarantäne. So lange sollen Spiegel und ein Plüschtier die Einsamkeit lindern. Wenn wir die beiden Waisenkinder dann endlich einander vorstellen und in einer Küken-WG zusammenführen, haben hoffentlich auch die verzweifelten Rufe nach Gesellschaft ein Ende. Wir sind jetzt hier in der Küche bei Birdcare. Hier wird immer das Essen für die kleinen Patienten vorbereitet. Und ich zeige euch jetzt mal, wie wir Entenfutter zubereiten. Hier gibt es ganz viel verschiedenes Futter zur Auswahl. Hier haben wir eine große Auswahl an Trockenfutter für Körnerfresser, Nahrungsergänzungsmittel und getrocknete Mehlwürmer. Dann haben wir hier hinten noch lebende Mehlwürmer. Und hier drüben haben wir hier einmal den Gemüsekühlschrank mit ganz viel gefrorenem Gemüse und den Fleisch- und Fischkühlschrank. Genau, und jetzt werde ich als erstes mal ein paar Erbsen auftauen. Und noch ein bisschen Spinat. So, die Babyenten bekommen immer einmal Spinat und Erbsen. Und das muss jetzt hier erstmal zermörsert werden, zermahlen werden, weil die kleinen Babyenten mit den kleinen Schnäbelchen die runden Erbsen sonst nicht essen können. Dann bekommen die noch ein paar Nahrungsergänzungsmittelchen hier, ein bisschen Nutriblend, nur ganz wenig. Dann kommen hier noch gemahlene Katzenkekse mit drauf und das Wichtigste hier einmal Eierschale, weil sie ja Eier wieder produzieren müssen und da brauchen sie ganz viel Kalzium. Deswegen bekommen sie jetzt Eierschale oben drauf. So, die erste Portion ist schon mal fertig. Der erste Bestandteil des Menüs für die Enten. Jetzt kommt dann gleich der zweite Teil, das ist das Trockenfutter. Das besteht dann aus Entenpellets, die werden auch ein bisschen gecrushed für die kleinen Enten. Und da kommen dann auch nochmal die gemahlenen Katzenkekse dazu und natürlich wie immer Eierschale. Und schon ist das Futter für die kleinen Enten fertig. Wow, they're hungry. Yeah. Die erste Klinikwoche vergeht wie im Flug und genauso schnell wird Sommer. Mit jedem Tag steht die Sonne länger am Himmel. Und mit jedem Tag lernen wir neue Handgriffe, so dass wir schon bald viele Aufgaben selbstständig übernehmen können. 109. Wir lernen unglaublich viel über die Anatomie von Neuseelands Vögeln, bereiten zweimal am Tag für jede Art das richtige Futter zu, das manchmal, wie bei dieser Maori-Fruchttaube, über einen Schlauch zugeführt werden muss. Mit dem Sommer bringen die Leute auch immer mehr Jungvögel zu uns. Dieser kleine Tui hier ist vermutlich aus dem Nest gefallen. Er bekommt etwas Flüssigkeit, dann zieht er in den Brutkasten, wo er rund um die Uhr von uns gefüttert wird. I love that mouth. It's the Mick Jagger mouth. Oh yeah. We call it Mick Jagger mouth. Yeah, it is. The whole thing, I mean the whole bird. Yes. Oh, sorry. Oh, this is the worst day ever for us and him. But then he's gonna go. But see how the feather doesn't look wet? Yeah. That's because the feather's waterproof. So up here especially, it's not wet. Yeah. Doch manchmal, und das gehört auch zur Realität dazu, ist eine schmerzlose Euthanasie das größte Geschenk, das man einem hoffnungslos verletzten Tier noch machen kann. It's not the greatest flight, but it's so good. Yay! Bei den allermeisten Vögeln aber gibt's Hoffnung. Und wer bald wieder mit großem Appetit isst, dem heilen bei Birdcare schon bald die Wunden. Dann darf man von der Krankenstation nach draußen umziehen und sich in einer der großen Volieren langsam für die Entlassung in die Freiheit warm fliegen.
Untergebracht sind wir in Titirangi, einem ruhigen und supergrünen Vorort von Auckland. Für die Maori bedeutet Titirangi so viel wie Hügel, der in den Himmel ragt. In einem wunderschönen Haus haben wir die Einliegerwohnung im Erdgeschoss bezogen. Das Haus gehört dem Lehrerpärchen Catherine und Gerald und Bo, der jeden Morgen mit einer Engelsgeduld darauf wartet, dass wir wach werden und ihm das Stöckchen werfen, das er uns bereits vors Bett gelegt hat. Aber heute haben wir es eilig, denn wir wollen in der Klinik ein paar Reparaturen vornehmen und danach ziehen wir Katie und Perry endlich zusammen, das Entenküken und das schwarz-weiße Paradiesgössel. Schau mal, wie der gut geil Haus. Hier getaucht ist, voll der Tieftaucher. Ein wunderschöner Sommertag, blauer Himmel, kaum Wind, die perfekten Konditionen, um zwei gesund gepflegte Vögel freizulassen. Wir haben auf Anjas Schoß Eine kleine Singdrossel. und auf meinem Schoß eine ziemlich dicke Kereru, eine Neuseeland-Taube. Und die fahren wir jetzt in die Nähe von den Orten, wo sie gefunden worden sind. Das heißt, wir gehen jetzt an zwei verschiedene Orte und dann lassen wir die Vögel frei. So John Dye's my name. I'm with the Auckland Waikato Fish and Game Council. We're out here this Saturday banding grey teal, catch them in their nest boxes. We attach a little aluminium band on their leg that allows us to find out if they're coming back to the same box in future years. And they might fly they might fly the lengths in New Zealand, but they'll come back to the same wetland, the female will, and lay probably in the same box. If that box is full, she'll often go to the next nest box. They can lay twice in a season. A box can be used 2 or 3 times by different birds in the course of one season. And so we're going to sneak up on them, try and catch them in the box, whip a band on. If they've got a band on, we're going to record it, put it on a big database. And sometimes they might be recovered in another part of the country. We've seen them in the course of a week go half the length of the North Island. John haben wir ebenfalls über die Klinik kennengelernt. Er arbeitet für eine Non-Profit-Organisation, die sich unter anderem dem Schutz der Habitate heimischer Tierarten verschrieben hat. Als er von unserer Reise gehört hat, hat er uns kurzerhand eingeladen, Grey Teals, also Weißkehl bzw. Grauenten, zu beringen. Die leben in flachen Süßwassergewässern und brüten derzeit in eigens für sie aufgestellten Nistkästen. Und die Gelegenheit nutzen wir, um möglichst viele Exemplare zu erwischen. Denn so ein Ring mit Seriennummer am Entenbein erlaubt ihm dann, einzelne Individuen auseinanderzuhalten.
folks go. Kleiner Plover drin oder so ein Lapwing. Der ist so mini und so süß. Wie kann man so mini sein und überhaupt schon sich bewegen können? Neuseelands blauer Zwergpinguin ist der kleinste Pinguin der Welt. Ausgewachsene Tiere werden nur 35, manchmal 40 cm groß. Als einen unserer allerletzten Patienten haben wir ein offenbar verwaistes Jungtier reinbekommen. Wenn man genau hinguckt, sieht man sogar hier und da noch Reste von seinem braunen Kükenflaum. When birds are flat like that, they need to wait some time so that the air is going in straight in instead of. Die Population des Korora, so lautet sein Maori-Name, ist in ganz Neuseeland ebenfalls rückläufig. An der Westküste gibt es nur noch einige hundert bis wenige tausend der blauen Pinguine. Was sie bedroht, sind zurückgehende Fischbestände und schrumpfende Habitate, aber auch eingeschleppte Raubtiere, Hunde und der Straßenverkehr machen ihnen wirklich zu schaffen. Eigentlich sollte er in seinem Baumwurzel- oder Felsspaltennest sitzen und von seinen Eltern gefüttert werden. Nun bekommt er hier ein gemütliches Zuhause. Im Brutkasten, mit weichen Handtüchern und mit Fisch à la carte. Gleich neben dem kleinen Pinguin ist ein Ruru eingezogen. Der endemische Kuckuckskauz hat ein eingeblutetes Auge, weshalb er zurzeit nicht ausreichend gut sehen kann. Normalerweise haben Rurus leuchtend gelbe Augen, so wie der hier, der schon so weit genesen ist, dass er in einer Außenvoliere auf seine Entlassung wartet. He was just found on the road, just like really exhausted because they fly from Australia at this time, and I think he just got grounded and just really tired because he wasn't near the water at all. So. Auf Deutsch heißt der dehydrierte Meeresvogel mit dem hübschen orangenen Kopf übrigens Australtölpel. Er wird ganz sicher wieder zu Kräften kommen und zu seinen Artgenossen zurückkehren, die wir übrigens an Neuseelands Küsten derzeit überall beobachten können. Der klitzekleine Massenkiebitz hat sein Gewicht mittlerweile verdoppelt. Weil wir einen ebenso kleinen Pukeko reinbekommen haben, ein Purpur-Hühnerküken, gründen wir eine weitere Wohngemeinschaft, sodass keiner von beiden mehr alleine sein muss. Doch werden wir diese Schicksalsgemeinschaft leider nicht mehr aufwachsen sehen. Es ist nicht nur so, dass unsere Zeit im Wildvogelkrankenhaus zu Ende geht. Nach 2 Jahren, in denen wir als Freiwillige von einem Schutzprojekt zum anderen um den gesamten Globus gereist sind, wird dieses wunderschöne Vagabundenleben, unsere Wilds als Vegetiers, hier in Neuseeland ebenfalls zu Ende gehen. Nach 2 Jahren, in denen uns die eigene, völlig verselbstständigte Reiseidee den Weg gewiesen hat, werden wir ihr jetzt tatsächlich nicht länger folgen. An Traumjobs, Traumländern, Neugier und an Fernweh für ein 3. Wildsjahr mangelt es natürlich nicht. Und doch geht unsere Weltreise in Neuseeland zu Ende. Wir haben schlicht und ergreifend kein Geld mehr. Und bis wir Neues verdient haben, ist die Zeit der unbezahlten Arbeit nun mal vorbei.
Statt in den Tag hineinzuleben, verstricken sich unsere Gedanken auf einmal wieder in Erinnerungen an das Erlebte und in alte Zukunftsfragen. Wie wollen wir künftig ein Einkommen verdienen? Wo wollen wir leben? Sind wir nicht damals genau wegen eben dieser Fragen losgezogen? Bevor wir uns endgültig verabschieden, lassen wir es uns natürlich nicht nehmen, Perry und seine Entenfreundin Katie in die Freiheit zu entlassen. In den letzten 2 Monaten haben wir die kleine Paradieskasake aufgepäppelt und aufwachsen sehen. Wobei sie sich zuletzt optisch wirklich wahnsinnig verändert hat. Mittlerweile sind Paradiesgans und Stockente groß genug, um das Krankenhaus zu verlassen. Die BesitzerInnen eines großen Anwesens kümmern sich unentgeltlich und ehrenamtlich um den sogenannten Soft Release von Vögeln wie Perry und Katie. Dabei werden sie nicht sofort in die echte Wildnis entlassen, sondern gewöhnen sich erst einmal in einem großen Gehege daran. Im zweiten Schritt ziehen sie auf einen der Teiche des Anwesens, wo Perry und Katie selbst entscheiden können, ob und vor allen Dingen wann sie fortfliegen wollen. Als wir an diesem letzten Arbeitstag Katie und Perry entlassen haben und zurück in die Vogelklinik kommen, begrüßen uns 7 frisch eingelieferte Paradiesgänseküken. Oh ja! Kleine Kletterenten seid ihr. Jedes einzelne sieht so aus, wie unser Perry noch vor 2 Monaten ausgesehen hatte, als wir zum ersten Mal durch die Tür der Vogelklinik gelaufen sind. Die 7 Geschwister machen Anja den Abschied natürlich doppelt schwer. Am liebsten würde sie alle genauso groß ziehen, wie sie es mit Perry getan hat. Auf der anderen Seite machen sie uns den Abschied aber auch irgendwo ein bisschen leichter. Das Ende der Einreise ist bloß der Anfang einer neuen.